Es geht auf nach Amsterdam. Reporter Daniel Assmann ist 4 Tage unterwegs, um in dieser Stadt noch ziemlich geheime Ecken zu entdecken. Willkommen in Amsterdam Nord. Das Besondere ist, das existiert erst seit gerade eben. Das heißt, jeder, der hier vor einem halben Jahr war, hat es noch gar nicht gesehen. So neu? So neu ist es. Krass. Schau dir das mal an hier. Und du wusstest, dass ich ein trinkstarkes Team dabei habe, ne? Insider führen Daniel an Orte, die so in keinem Reiseführer stehen. Heute ist das Theresa. Die deutsche Stadtführerin liebt die Stadt und zeigt ihm bisher kaum bekannte Ecken fernab des Massentourismus. Und jetzt zeige ich dir was ganz, ganz Besonderes. Und zwar gibt es hier geheime Höfe. Aber ist das jetzt ein offizieller Hof irgendwie, wo man als Tourist einfach rein darf? Oder? Also man darf rein, aber die Leute wissen ja gar nicht, wo sich diese Höfe befinden. Ich bin jetzt echt gespannt hier. Die erste Location ist ganz neu und bisher kaum entdeckt. Sie liegt im Norden von Amsterdam. Daher geht's erstmal zum Auto. Kommst du nach vorne, oder? Ja, gerne. Bei dir halte ich die Tür auf, den Jungs aber nicht. Danke. Du hast einen Chauffeur. Ja. Gut erzogen. Theresa verrät Daniel noch nicht, wo es genau hingeht. Das lässt sie als Überraschung offen. Freies Raten ist aber natürlich gestattet. Ist das denn eher was Modernes oder was Historisches, was wir uns jetzt anschauen? Was sehr modern ist. Sehr modern. Okay, modern, das stimmt offenbar. Und groß. Sehr, sehr groß sogar. Willkommen in Amsterdam Nord. Ja? Und was ist das Erste, was dir hier auffällt? Ja, Graffiti, ne? Ja, Ziemlich bunt hier. Ziemlich bunt. Street Art ist hier das Thema und deswegen schauen wir uns jetzt ein Street Art Museum an. Ja. Und das Besondere ist, das existiert erst seit gerade eben. Das heißt, jeder, der hier vor einem halben Jahr war, hat es noch gar nicht gesehen. So neu. So neu ist es. Abgefahren. Und genau darum geht's ja. Bisher unbekannte Ecken abseits des Massentourismus oder gar ganz Neues zu entdecken. Das ist Inside Amsterdam. Das ist doch krass, oder? Schau dir das mal an hier. Okay, das ist Kunst. Und hat jetzt so gar nichts mit irgendwelchen Sprayereien in dunklen Unterführungen zu tun. Das ist richtige Kunst. Hammer. Und das sind alles sehr, sehr berühmte große Künstler hier. Also hier gibt es Werke dazwischen, die schon für 1 Million Euro gehandelt werden. Ja? Ja. Das ist aber auch Graffiti hier? Ja. Hammer. Und völlig unterschiedlich, ne? Also Ja. man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur der Kunststil, sondern Nee, es ist das Einzige, was alles verbindet, ist es natürlich. alles Graffiti. Guck mal, in weiser Voraussicht habe ich mir den Pulli für dieses Werk hier angezogen. Wenn ich mich jetzt gleich nicht bewege, werdet ihr mich nicht mehr sehen oder Ja, nur so. noch mein Gesicht. Kann das sein? Und meine Hände. Hammer. Mehr als 150 Kunstwerke gibt es hier zu bestaunen. Der Eintrittspreis für Erwachsene 17,50 €. Einmal Aussicht, Amsterdam, die Landschaft. Hier muss man die Augen wirklich überall haben. Das ist auch nicht schlecht. Krass, oder? Was liegt hier vorne noch? Spraydosen. Hat die Spraydosen drin? Karl Kenz, der Deutsche, hat hier wieder Quatsch gemacht. Ne? Daniel fühlt sich jetzt auch irgendwie inspiriert. Und das muss raus. Jetzt gleich gibt's richtig Kunst hier. Jetzt geht's los. Silber. Which color? Ja. bin Orange natürlich, weil. Orange ist gut. Orange. Ja, Orange, genau. Gut, Super. gut. Also, bedankt. Und es zeigt sich, auch in der Ferne trägt Daniel seine Heimatstadt im Herzen. Hattingen. Ja. Ja, ich habe gedacht, die eine Metropole in der anderen. Ja, ist oder? super. Hashtag Hattingen. Ein Selfie zur Erinnerung rundet diesen ersten Insider-Tipp von Theresa ab. Es geht weiter zum nächsten Tipp von Theresa und der liegt mittendrin in der niederländischen Metropole. Hier, die beiden haben den besten Platz in Amsterdam. Ja. I think this is the best place in Amsterdam.
Aber das ist sowieso total nett hier in Amsterdam, dass ganz viele Leute stellen ihre Bänke raus, ihre Tische. Und Findet viel auf der Straße statt, total. viel Leben, ne? Also, um ehrlich zu sein, ich nenne sie auch hier die Amsterdamer so ein bisschen die Latinos des Nordens. Ja. Nee, ist wirklich so. Also man ist gleich draußen und man lacht viel schneller. Also es ist so wirklich so eine ganz offene Kultur. Und es sind ja alles Gehwege, die gehören der Stadt Amsterdam und trotzdem... Wird geduldet. Ja, wird es geduldet. Schön. Laut Theresa soll die nächste Station nicht weit weg sein. Oder wird das jetzt eine Stadtwanderung? Zu Fuß kann man Amsterdam schon sehr gut entdecken, aber man kann Amsterdam natürlich noch viel besser entdecken, wenn man vom Wasser aus unterwegs ist. Und deswegen habe ich dir eine kleine Überraschung hier bereitet. Ist das alles für uns? Juhu, ja. Genial. Hallo, Hi, hallo. Ja, wir werden jetzt ein bisschen hier rumfahren. Müssen wir die auch leer machen? Ja, natürlich müssen wir die leer machen. Die wussten, du wusstest, dass ich ein trinkstarkes Team dabei habe. Ne? Grachtentouren gibt es bereits für unter 15 €. Je nach Strecke oder Programm unterscheiden sich dann die Preise. Aber als Insider-Tipp kann man diesen Amsterdam-Klassiker selbstverständlich nicht durchgehen lassen. Daniel sei aber sicher, da kommt noch was ganz Besonderes. Wir sind natürlich nicht nur touristisch unterwegs hier, sondern wir haben auch ein Ziel und da wollen wir natürlich hinkommen. Ja. Man kann dort theoretisch auch hinlaufen, aber es ist natürlich auf dem Boot wunderschön. Ja, absolut. Zurück ins pulsierende Leben im westlichen Grachtengürtel. Doch angeblich soll es hier mitten im Trubel des sogenannten Jordanviertels einen für Touris unbekannten Ort der absoluten Ruhe geben. Und jetzt zeige ich dir was ganz, ganz Besonderes. Und zwar gibt es hier im Jordan geheime Höfe. Das sind so Hinterhöfe und man muss wissen, wo die sind. Aha. In der Regel sind die verschlossen. Man kann aber reingehen. Okay. Man muss in der Regel die Tür einstoßen und dann ist man drin. Und jetzt sind wir bei hier so einem kleinen Hof. Aber ist das jetzt ein offizieller Hof irgendwie, wo man als Tourist einfach rein darf? Oder? Also man darf rein, aber die Leute wissen ja gar nicht, wo sich diese Höfe befinden. Ja. Das ist halt so eine Sache. Darum heißen die auch geheime Höfe. Ja. Die werden auch geheim gehalten. Also Ja. ich gehe da ganz oft einfach so rein und ich treffe da niemanden. Also nur die Anwohner natürlich. Okay. Und das ist jetzt so ein Hof. Also komm mal Ich bin mit. jetzt echt gespannt hier. Eine kleine Tür und mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Das geheime Innenleben Amsterdams. Guck mal, wir werden schon empfangen hier. Ja, eine kleine Katze. Die zeigt uns den schade. Weg. Lass uns mal, Ja? wir folgen mal der Katze. Und die Katze führt die beiden dann in einen bezaubernden kleinen Hinterhof. Hi, hallo. Ja, toll. Und wirklich, hier herrscht absolute Stille. Also ich find das echt krass, dass man gar nichts mehr hört von der Ja. Stadt. Kein Trubel, kein Auto, kein Hupen, kein gar Ja. nichts. Und ich wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, hier einfach durch so eine Tür Ja. reinzugehen. Ne? Also, das ist schon cool. Was macht denn den Hof jetzt hier noch besonders? Ja, das Besondere an diesen Höfen ist, wie du schon siehst, dass es hier diese Gärten drin gibt. Früher, traditionsgemäß, war das so, dass das wirklich Beete waren, um hier Gemüse anzupflanzen. Das heißt, die Menschen, die hier gelebt haben, waren eher die ärmeren Menschen. Heute ist natürlich anders. Heute will jeder seinen Garten haben. Und genau, was du sagst, man hört nichts. Man ist hier wirklich schön abgeschieden, idyllisch lebt man hier im Zentrum der Stadt. Und deswegen sind diese Höfe natürlich sehr beliebt und hart umkämpft, dass man da ein Plätzchen bekommt. Ja. Also es hat sich total geändert. Das war wirklich vor 100 Jahren noch vollkommen anders. Da waren das die Orte, wo man eher nicht wohnen wollte. Ja. Wenn Sie in Amsterdam mal kurz innehalten und verschnaufen wollen, jetzt wissen Sie, wo das wunderbar geht. Nämlich mitten in Amsterdam. Im Jordanviertel befindet sich auch der dritte Geheimtipp. Ein Café, das eine ganz besondere Spezialität bereithält. Hier gibt es extrem guten Apfelkuchen und ist der beste Apfelkuchen der Stadt. Und Apfelkuchen ist halt ein typisches niederländisches Gebäck. Über besondere Speisen darf man nicht nur reden, die muss man natürlich auch probieren. Welches Urteil fällst du? Der ist sogar noch ein bisschen warm. Die verkaufen hier 200 Apfelkuchen am Tag. Ja? Ja, der wird die ganze Zeit durchgebacken. Oh, der ist lecker. Der ist echt lecker. Also, da hast du nicht zu viel versprochen, muss man wirklich sagen. Was die Niederländer machen, wenn es gut ist, die machen so. Das ist nicht, also da musst du so machen, weil Ja. der Mund voll ist. Du kannst ja da nicht reden. Ja. Und das heißt, du schiebst dir dein Stückchen in den Mund und dann musst du gleich so, Okay. Das ist hier die Geste. Wie vielleicht in Frankreich oder so, wenn man so macht. Ja. Ohne Flachs, das ist wirklich der beste Apfelkuchen, den ich je gegessen habe. Wirklich jetzt. Ja, also mache ich nichts dabei, das ist echt so. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, das Café Winkel ist ziemlich unscheinbar von außen. Aber drinnen gibt's einen Apfelkuchen, der seinesgleichen sucht.
Laut Theresa der beste Kuchen Amsterdams. Ein eindrucksvoller Tag, der mit einem brandneuen Street-Art-Museum begann, dann in einen geheimen Hinterhof führte und zuletzt folgte Theresas Tipp des besten Apfelkuchens in Amsterdam. So, das war's für heute. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso gut gefallen wie mir. Das war Inside Amsterdam. Und übrigens, hier gibt es noch 3 weitere Folgen. Klicken Sie sich mal rein.